Der Kulturbetrieb, da könnte man denken, spricht per se mehrere Sprachen oder viele Sprachen, weil er ja auch mit der Sprache der Künste arbeitet. Und die wird ja manchmal als eine Sprache bezeichnet, die universell ist. Und ich glaube, das trifft in Teilen auch zu, in anderen Teilen auch wieder gar nicht, weil die Künste sich so sehr spezialisiert haben, gerade die zeitgenössischen Künste, dass sie wiederum eine Sprache sprechen, für die man viele Codes braucht, im Sinne von Pierre Bourdieu auch, um da überhaupt andocken zu können. Also das mal zu dieser Sprache der Künste, und das Sprechen über die Künste nehme ich aktuell noch als sehr elitär wahr, als sehr komplex. Und das entspricht perfekt der Zielgruppe der Künste, der kulturellen Veranstaltungen, die nämlich auch in der Regel zu den Hochgebildeten gehört, fast alles Akademiker, und zu Menschen, die in der Regel auch kunstaffin sind, also auch über eine hohe Erfahrung mit den Künsten verfügen, wo sich dann ja auch so ein Wissen aufbaut über einen hohen Grad kultureller Bildung. Und insofern kann man sagen, dass der Kunst- und Kultursektor, der in Deutschland ja sehr stark öffentlich gefördert ist, da schon tendenziell ausgrenzend ist, dass er sehr fachsprachlich organisiert ist. Und zu Ihrer Frage im Sinne von Sprachen, weniger auf die Künste bezogen, nehme ich wahr, dass der Kultursektor im Großen und Ganzen deutschsprachig ist, dass aber vor allen Dingen im Museumsbereich inzwischen fast alles auch englisch untertitelt ist, weil gerade dieser Bereich sehr stark auf touristische Besucherinnen und Besucher zielt, und da ist Englisch eben die Lingua Franca. Im Schauspiel in Deutschland werden tatsächlich im Wesentlichen deutschsprachige Stücke gezeigt. Aber es gibt zunehmend Programme, die bewusst auch auf Mehrsprachigkeit setzen, und vor allen Dingen mein Paradebeispiel dafür das Maxim Gorki Theater, was ganz konsequent in jedem Stück mindestens Untertitelungen in mehreren Sprachen hat, oft aber auch mit Mehrsprachigkeit als zugleich auch ästhetischem Prinzip arbeitet, was eigentlich die Aufführungen viel reicher macht. Also Audience Development ist ein Konzept, kommt aus dem angelsächsischen Raum, haben wir gar nicht übersetzt, sondern direkt so übernommen, wie sehr vieles übrigens im Kulturmanagement. Das heißt, da agieren wir auch alle in englischer Sprache und übernehmen damit auch Konzepte aus dem angloamerikanischen Raum. Also wir kommen damit auch in diese Denkweise natürlich rein, die ziemlich anders ist als in Deutschland, wo man eigentlich das Publikum tendenziell immer als Störenfaktor begriffen hat, ist es das Konzept des Audience Development besteht dann eben darin, dass man konsequent von Publikumsorientierung ausgeht und dass man systematisch versucht, mit verschiedensten Mitteln, die man da kombiniert, aus der Kulturvermittlung, der kulturellen Bildung, dem Marketing und der Kulturbesucherforschung, dass man also das strategisch so kombiniert, um damit Publikum zu generieren, Publikum zu binden. Und dabei gibt es eben im Grunde zwei Unterscheidungen. Entweder fokussiere ich mich auf die sowieso schon kunstaffinen Gruppen, dann ist das relativ einfach. Dann kann ich perfekt bei meinen alten Programmen bleiben, bei meiner Sprache und allem. Oder aber ich versuche Audience Development als teilhabeorientiertes, auch kultur- und bildungspolitisches Konzept zu begreifen, wo ich dann ein neues und auch anderes Publikum ansprechen möchte. Und wenn ich das möchte, dann hilft wirklich nur sehr umfangreich auch Veränderungen in der eigenen Einrichtung vorzunehmen. Denn nur dann wird ein neues, anderes Publikum nicht nur einmal kommen, sondern auch bleiben. Ansonsten, es gibt wirklich ein paar ganz spannende Versuche von etwa Theatereinrichtungen, wo man mit Hilfe von konkreten Einladungen und guter Kommunikation
tatsächlich mal ganz andere Leute da reingeholt hat ins Theater. Die kamen aber wirklich nur einmal und nicht wieder, weil wenn dann klar wird, dass diese Programme überhaupt nicht eine Einladung, einen Anknüpfungspunkt darstellen für diese neuen Zielgruppen, dann gibt es natürlich auch keinen Anlass, hier zum dauerhaften Publikum zu werden. Also insofern ist Audience Development zugleich auch ein Konzept für die Transformation von Kultureinrichtungen. Ich glaube, ein Grundproblem in Deutschland ist die Angst vor der Unterhaltung. Wir haben ja auch diese strikte Trennung in U- und E-Kultur und das halte ich für einen Fehler. Ich glaube, es geht darum, auch die ganz legitimen Bedürfnisse von Menschen nach Unterhaltung, nach sozialem Miteinander im Kontext von Kunst und Kultur wahrzunehmen und aufzugreifen und keine Angst zu haben, in dieser Öffnung vielleicht zu banal zu werden, vielleicht zu wenig komplex zu sein. Ich glaube, dass diese Gefahr überhaupt nicht besteht in den Künsten, denn es geht ja jetzt auch nicht darum, die Künste irgendwie zurechtzuschneiden und zu banalisieren, sondern es geht eigentlich darum, die Zugänge, die Formate, die Kommunikation drumherum, aber auch so etwas wie die Länge von Stücken, die Länge von Führungen, die Größe von Ausstellungen so zu machen, dass sie auf ein menschliches Maß auch reduziert sind und dass Leute wirklich sich dazu auch unkompliziert in Beziehung setzen können. Und ja, ich habe bewusst diesen Punkt jetzt angeschnitten. Natürlich gibt es 100.000 andere Ideen, aber weil das der Punkt ist, glaube ich, wo es immer weh tut, ne? Wo ich höre immer von Kultureinrichtungen, wenn wir über solche Themen sprechen, nee, aber da machen wir nicht mit. Ne? Die Banalisierung und unserer Programme, das geht nicht. Und ich glaube, das ist eigentlich ein Vorwand. Es geht nicht um die Banalisierung von Programmen, sondern es geht wirklich darum, Zugänglichkeit zu schaffen und sich davon zu lösen, dass der ideale Rezipient so ein bildungsbürgerlicher Mensch ist, der das zentrale Ziel verfolgt, mit Kulturbesuchen dort etwas Neues zu lernen und zu erfahren. Das, glaube ich, muss niedrigschwelliger gestaltet werden.